Weiter geht es in der Reihe Case, kopiere und teile es. Ich habe Post bekommen von der Nordseestemplerin Karin Harms. Und zwar eine nächste Karte. Und wir haben letztens mal überlegt, lass uns doch mal so ein Alphabet machen. Ein Alphabet der Kartenfalltechniken. Deswegen A heute, A wie Aufstellkarte. Auch Karin hat Post von mir bekommen und es gibt auch eine Kartenfalltechnik mit A. Okay, diese Aufstellkarte heißt, wenn ich es richtig gesehen habe, Bay Window Fold Card. Aber es ist eine Aufstellkarte und noch dazu eine schnelle. Und ich mache daraus gleich mal 2 aus 1, nämlich ein A4-Blatt und 2 Karten. Und los geht's. Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie. Eine weitere Kartenfalltechnik, eine Aufstellkarte, die Bay Window Fold Card. Zeitgleich ist bei Karin auf ihrem YouTube-Kanal auch eine neue Anleitung hochgeladen worden. Und zwar gibt es zum Thema A wie, verrate ich nicht. Schau einfach unbedingt auch bei ihr vorbei, entweder im Anschluss oder gleich, und dann kommst du ganz schnell wieder zu mir zurück. Jedenfalls sehr spannend, hoffe ich. Und hier kommt jetzt meine Anleitung für diese Aufstellkarte. Ich verlinke dir ebenso die Anleitung von Karin für ihre Aufstellkarte, weil meistens wird es doch sehr verschieden. Okay, ich nehme mal mein A4-Blatt. Heute wird gebastelt, ausführlich, gechillt, entspannt, wie auch immer. Ich habe die Anleitung für diese Karte, für die Kartengrundform auch einmal in kurz und knackig gemacht. Auch die wird verlinkt, die kannst du hier finden. Ich nehme das A4-Blatt, kürze es bei 28 cm. Bleibt ein Streifen übrig, man weiß ja nie, wofür man den braucht. Und bevor ich das jetzt aufschneide, ziehe ich schon mal meine Falzlinien, weil dann spare ich mir das, mache das in einem Arbeitsgang. Ob ich nun ganz durchziehe oder nur halb, ist ja egal. Okay, also bei 1 Zentimeter die erste Falzlinie, dann drehe ich die Karte um. Die kurzen bis 3 cm lege ich gern auf der rechten Seite an, kann ich besser positionieren. Hier ist also die 1 cm Linie und jetzt geht es aber hier weiter bei 5 cm. Immer schön die Falzklinge, wenn sie dran ist, genau. Bei 9 cm, bei 13 cm und bei 14. Und das war's. Erstmal beiseite. Wir müssen gleich nochmal schneiden. Auch hier denke ich mir, es ist schneller oder rationeller, wenn ich das einmal im ganzen Fall, also einmal die Karte halb, schauen, dass sie genau mittig ist und genau halb ist. Manchmal sind Zentimeter Tatsache nicht so ganz Zentimeter. Die nächste Falzlinie nach oben, die nächste nach rechts, wieder in diese Richtung und die letzte kommt in diese Richtung. So, jetzt habe ich das gefalzt. Siehst du das? Ob du das zusammenfalzt oder einzeln, musst du selber entscheiden. Ich fand, spare ich wieder Zeit. Okay, jetzt lege ich es hier ein bei 10,5 und jetzt teile ich es eben genau in 2 Karten. Und wenn alles richtig ist, sind die gleich groß und alles passt. So, dann lege ich das nochmal auf, halte das rechts fest und wenn ich merke, das ist minimal nicht gleich oder nicht gerade, dann halte ich das hier ziemlich dolle fest, schiebe das einmal rüber und ziehe meine Falzlinie nochmal ein wenig nach und dann passt das. So. Zweite lege ich erstmal beiseite, da werde ich dir wahrscheinlich nur eine Idee zeigen. Wir schauen mal, wie wir uns hier so verquatschen, ne? Um diese Technik gleich zu fixieren, kann ich hier drüben schon mal mein doppelseitiges Abreißklebeband auf den 1 cm von 13 auf 14 cm anbringen und das Ganze rumfalten, gerade wieder halten und legen und schön aufeinander falzen. Dann habe ich mir zugeschnitten. Du siehst vielleicht hier meine unterschiedlichen Formen. Hier habe ich mal mit einer Wischtechnik gearbeitet und mit einer Schablone. Auch das habe ich schon gezeigt. Heute wird mit Designerpapier gearbeitet. Hier klebt es. Und da habe ich mir zugeschnitten aus dem Galaxienpapier. Moment, Galaxienpapier heißt es bei mir. Galaktische Welten habe ich mir Tatsache 4 Streifen zugeschnitten und lege sie jetzt parallel hier, also parallel ist falsch, aber alle im Muster nebeneinander und die 4. hebe ich mir auf. So. Und klebe sie hier auf. Die sind 10 mal 3,5 cm. Und du weißt schon, damit ich mir das alles merken kann, habe ich die
Tatsache alle gleich geschnitten. Man kann das total anders machen, unterschiedlich. Auch Karin hat hier drüben ja variiert. Ich habe da auch mehrfach variiert mit diesem Feld. Da geht also alles. Du könntest auch überall Designerpapier aufkleben, auch dafür gibt es Möglichkeiten ohne Ende. Also auf diese kleinen Streifen auch noch. Du kannst auch andere Maße nehmen. Ist ja wieder mal alles egal. Am Ende wird es immer schicki werden. Hier genau schauen nach den Falzlinien, wenn man das schlecht sieht, einfach mal hochfalten. Und ich setze das da drauf. Ja, wie komme ich jetzt überhaupt zu meinem Motiv heute? Das ist auch wieder so eine Sache. Ich habe eine Umfrage gestartet in der Community, in meiner Community hier auf YouTube und 4 Stempelsets empfohlen und gesagt, welches wollt ihr sehen. Und die meisten Punkte fielen auf heimeliges Licht mit der schönen Laterne. Also ist das heute fällig. Das 4. Element klebe ich Tatsache hier rein. Das ist mein Untergrund, um das nicht weiß zu haben. Normal würde ich es gerade kleben. Ich habe es ein bisschen schief geklebt, müssen wir jetzt durch. Und das restliche Feld hier drin, da habe ich mir eine Matte geschnitten in 10 mal 8,5 und eine Auflage in 9,5 mal 8 cm. Die Mattung klebe ich schon mal ein. Das ist praktisch der Farbkarton in Sommerbeere. Die ist hier, weil Sommer ist. Tatsache mal auf den Arbeitstisch gerutscht. Wer mich kennt, weiß, es ist nicht meine erste Farboption. Aber letztens habe ich bei einer Challenge mitgemacht. Da ging es um die Farbe. Und ich dachte mir, okay, hier passt sie. Hier unten in diesen galaktische Welten ist sie auch drin. Und deswegen kommt sie hier auch rum. Die Auflage, da habe ich mir gedacht, wir arbeiten uns heute mal von innen nach außen. Nehmen wir mal ein Schmierpapier und stempel hier das Nimm dir Zeit zum Träumen drauf. Stempelblöcke in Arbeit, immer so rum. Hochkant, schauen, ob es hinpasst. Mein Stempelkissen in Sommerbeere, wie gesagt, die Farbe ist heute erst da. Nimm dir Zeit zum Träumen. Und da ich nicht ganz genau weiß, ob das da 100 pro gerade ist, setze ich das mal da oben hin und versuche gerade zu machen. Okay, das heißt, rechts muss es etwas weiter hoch. So, schauen wir mal. Naja, es geht, ne? Es ist fast gerade. Ich würde sagen, man kann es so lassen. Und da ich Blätter aufbringen werde, werde ich jetzt auch ein paar stempeln, aber etwas zurückhaltender. Und da nehme ich, weil auch dieser Grünton, Limette, Grüngelb, ist im Designerpapier irgendwo mit angeordnet, auch wenn ich ihn hier nicht sehe, wahrscheinlich in einem der anderen Blätter, werde ich jetzt mal hier so ein bisschen Blattwerk stempeln. Muss gar nicht viel sein, aber so ein kleines bisschen Blattwerk. So, als ob dort hier so vor sich hin weht. Genau. Und das setze ich jetzt komplett da innen rein. Ich klebe gern mit doppelseitigem Abreißklebeband. Genauso gehen auch die wunderbaren Snail-Klebeabroller von Stampin' Up. Oder der Flüssigkleber. Du weißt, ich nehme den auch, aber nicht im Video. Also selten im Video, weil ich schmier mich immer so voll. So, das kleben wir mal hier schön rein. Und dann ist die Innengestaltung schon fertig. Und jetzt brauchen wir nur noch unseren Stopper, bevor wir uns außen dran machen. Ich weiß noch nicht, wie es wird. Da habe ich mir einen Kreis ausgestanzt, entweder mit Stanzformen oder mit Handstanzen, je nachdem, was du hast. Stampin' Up hat inzwischen auch wieder einige runde Handstanzen, diese kleinen noch nicht, aber vielleicht kommen sie noch. Und gesucht habe ich da aus einem anderen Set, in dem Fall aus etwas Besonderes, das Vielen Dank, weil ich brauche einfach, oder ich habe einfach gern Danke-Karten, die ich weitergeben kann. Auch da mache ich nochmal so einen Test daneben und dann drauf damit. Das hat gut funktioniert, die Mitte ist getroffen und dann setzen wir das auf. Wichtig ist an dieser Stelle, dass wir mit Abstand arbeiten, also nehmen wir die Abstandsklebepunkte. Ich schaue mal, was ich hier so rumhullern habe. Der sitzt hier schon einer drauf und Tatsache, ich setze noch einen zweiten drunter, dann wird das noch höher. Für das hier nehme ich aber Klebstoff und ich könnte wetten, entweder funktioniert es nicht oder ich habe klebrige Hände, aber jetzt mache ich es.
Flüssigkleber ruhig und hier mittig drauf gesetzt, ein bisschen hin und her geschoben, gut ausgemittelt das Ganze. So. Und dann wird es hier auch, dafür nehme ich mir gerne Pinzette, wenn ich sie finden würde. Hier ist sie. Die setze ich hier ganz mittig drauf und da sitzt das. Vielen Dank. Wichtig ist hier auch bei den Abstandsklebern, dass ich da genug Platz zum Runterschieben habe und das habe ich. Gerade wird es auch. Vielen Dank, sitzt. Das ist schon mal die Hintergrundgestaltung meiner Karte. Hier kopiere und teile es. Werden völlig verschieden, aber doch die gleiche Technik. Und jetzt schauen wir mal, wie wir uns da noch so auf der Karte betun können. Ich dachte mir, ich nehme schon mal die Laterne. Da muss noch was nacharbeiten, kommt gleich. Dann habe ich mir so ein paar goldene Käfer hier. Wie heißen die? Glühwürmchen, oder? Ich nenne sie heute Glühwürmchen. Mal sehen, ob es was anderes ist. Und die setze ich hier überall so drauf an meinen dunklen Himmel. Das sieht ziemlich schicki aus. Ja, die werden dazwischen gesetzt. Das gefällt mir. Und um nochmal mit der Limette zu kommen, würde ich hier unten hinter meine Laterne ein wenig Limette arbeiten. Das steht dann so mit davor. Die Laterne auf Abstand. Hier habe ich praktisch auf grundweißen Farbkarton gestempelt und ausgestanzt mit den tollen Stanzformen. Ich bereite sowas gern vor im Video, weil das ist ja eigentlich selbsterklärend. Es sei denn, du möchtest mal sehen, wie ich ausstanze. Mache ich auch mal. So, meine Laterne soll auch leuchten und weil ich das Gold dort schon habe, nehme ich das Gold auch hier und gehe hier einmal mit dem Bleistift lang. Ich bin glücklich, dass ich einen habe. Und gehe hier außen lang. Mache unten ein Stück länger, damit ich das Ganze auch aufkleben kann. Das ist also jetzt so wirklich so total handmade. Mache oben ein Stück länger und dann schnippel ich mir das mal so eben aus. Ja, unten das Stück länger, ruhig noch ein Stück länger. Und das lege ich mir mal hier hin, damit ich weiß, wie es laufen könnte. Und dann schneide ich hier an der Kante lang. Die Ecken brauche ich gar nicht, schneide ich rum, hier hoch, hier oben schneide ich auch rum, brauche ich auch nicht. Ecken brauche ich nie, ne? So, jetzt machen wir hier, weil die sind ja verdeckt und dann habe ich hier diesen Lichtkegel. Jetzt schauen wir mal, ob das so, es sieht wirklich schnulli aus, ne? Aber das kennt man auch von früher, schneiden mit der Schere, ne? Und jetzt legen wir das hier mal ran und schauen. Das sieht ziemlich gut aus. Da oben kann ich noch etwas zurückhaltender sein. Da kann noch ein bisschen mehr weg. Und zwar so ab hier. Gucken, ob ich mir das gut gemerkt habe. Ich habe mir das gut gemerkt. Da rechts geht immer noch ein kleiner Spalt. Den schneide ich auch noch weg. Ich könnte es auch anlegen und schneiden, aber das kann auch schief gehen. So, und du kennst das schon. Unten knapp. Und oben knapp und hoffen, dass ich mich jetzt nicht verdacht habe. Ansonsten macht das anders. Ich mache das so. Es gäbe sicher auch diesen Kreis hier, den man weiter verarbeiten könnte. Ich bin halt hier somit ganz gut gefahren bisher. So, jetzt müssen wir das nur noch schön positionieren. Und da sitzt das in meiner Laterne und dann leuchtet das auch. Ja, das sieht gut aus. Ehe wir Strom anlegen, das könnten wir natürlich auch machen. Haben wir auch schon gemacht, eine Lichterkarte, aber jetzt machen wir das mal so. Okay, jetzt wäre noch die Idee, dass wir hier diesen Leuchtkäferschwung aus der Laterne heraus, da bin ich einmal am Überlegen, wie rumfliegen denn die Tierchen. Moment. Sie sollen schon so rum, ne? Jetzt überlege ich, ob wir den einfach, die Laterne da oben ist, hier drüben so ansetzen. Was denkst du? Da so? Dreht sich ja um. Da so, ne? Okay. Wir machen das jetzt einfach. Wenn es schief gegangen ist, dann weißt du Bescheid. Dann hast du wieder eins aus der Abteilung aus Angelas Fehlern lernen. Genau. Dafür haben wir uns nicht so viel zurechtgestellt. Wir haben übrigens auch aufgeräumt. Das ist immer dasselbe. Aber ich komme wieder. Hier bin ich. So. Ich habe hier so einen runden Schreibtisch. Den hat einer meiner Söhne hier für mich gebaut. Das ist total schön.
eigentlich alles um mich rum im Umfeld, im Umland. Das kommt so und den lassen wir jetzt einfach hierher fliegen. Nicht wackeln, nicht kippeln, sonst haben wir das Falsche drauf. Und dann kommt das hier rein. Auch das ist immer so eine Sache, embossen auf mehrere Papierschichten. Aber es ist jetzt so, wir wollen das so machen. So, was man gar nicht machen sollte, ist in die Dose reinpusten und nicht hier drauf das Gold bringen. Ich hole mal kurz den Embossing-Föhn. Wenn du zum Embossen auch noch mal ein Video sehen möchtest, sag was, dann zeige ich das. Was klebt eigentlich hier? Das ist das Nummernschild von meinem Föhn. Es geht los. So, damit du nicht die ganze Zeit die Brummerei hörst, werden wir das jetzt einfach zusammenklöppeln. Hier siehst du, mein goldener Schweif ist da irgendwie so ein bisschen in den Himmel reingerutscht. Das gefällt mir schon ganz gut. Mit den Mini-Klebepunkten setze ich dann diese Käfer da drauf, die Leuchtkäfer, wie heißen sie? Glühwürmchen. In meiner Wahrnehmung sind es Glühwürmchen. Die fliegen hier so ein bisschen durch die Gegend. Die Flügel biege ich nach oben, dann fliegen sie noch mehr. Laterne vorne hin, da nehmen wir auch noch mal Abstand. Wir nehmen Abstand von der Laterne. Wir kleben es hier vorne drauf. Und mein Gedanke ist, dass ich dir gleich noch, aber wirklich im Schnelldurchlauf, die zweite Karte, die wir ja aus unserem wunderbaren A4-Blatt rausbekommen haben, wenn ich sie finde. Du wirst wissen, wo ich sie hingeklatscht habe. Du wirst es sehen. Hier also das drauf, gleich. Unten dafür die Zweige. Und auch die werden nur so ein bisschen fixiert. Der eine zeigt mir nach oben und der andere nach unten. Da nehme ich wirklich wieder Flüssigkleber. Könnte aber auch, weil das ja verdeckt wird, mit doppelseitigem Abrissklebeband arbeiten. Ich schaue wirklich, dass es unten nicht drüber guckt. Warum? Soll ja eine Aufstellkarte werden. Ich habe noch viel mehr Zweige. Mehr Zweige ist auch schön. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das durch mehr Zweige eigentlich eher verliert. Ja, das bleibt so. Und jetzt meine Laterne da drauf platzieren. Ich lege das Ganze erstmal wieder hin, nehme die Laterne, habe die Schutzfolie überall abgezogen, es klebt. Setze die Laterne hier mittig auf und dann sitzt die da wunderbar auf meinem Papier. Und jetzt so langsam hat man das Gefühl, es sieht auch aus, oder? Also ich bin zufrieden, ich finde, es sieht aus. Und jetzt arbeite ich mit meinen Leuchtkäfern, die setze ich hier auf meine Mini-Klebepunkte. Du kannst auch Glue-Dots sagen, wenn du welche findest. Da ist einer. Gold ist immer nicht so, also diese Metallfolien sind nicht so 100% gut klebend, aber am Ende funktioniert es doch. Aufsetzen und bevor du es abnimmst, vielleicht schon mal die Flügel ein bisschen nach oben biegen, dann wird das Ganze gleich wieder plastischer. Und dann komme ich wieder mit meiner ungeraden Zahl, also brauche ich noch einen. Oder es kommt einer aufs andere Blatt, das werden wir sehen. Das muss ja auch nicht zu viel sein. Einer sitzt schon. So. Und dann geht einer hier direkt oben hin. Und einer fliegt hier drüben lang. Ich hätte jetzt auch noch mehr embossen können, aber ich bin da eigentlich schon ziemlich gut bei. Und setze noch einen hier unten hin. Und der fünfte. Meinst du, er traut sich direkt aufs Teil? Bin mir nicht sicher, sitzt. Wenn man schon mal was so von wegen
willkürlich setzen möchte. So, das ist meine Karte. Und eigentlich bin ich schon so gut wie fertig mit meiner ersten Karte. Die lege ich jetzt hier hin. Und jetzt schaue ich einmal, ob ich das zweite Element finde oder so weit weggeräumt habe. Nein, da ist es doch. Genau, das zweite Element wollen wir noch. Du hast ja die einzelnen Schritte schon gesehen. Ich hätte hier oben auch Farbkarton zugeschnitten, aber wir könnten das auch mal schauen, ob wir das ganz anders machen. Hier wäre die Laterne, hier wäre dieses. Wir könnten wirklich ganz viele verschiedene Ideen machen. Man könnte zuschneiden, man könnte das hier drüben so als Gerlinde hinsetzen, also weißt du, als Ranke. Ranke ist das richtige Wort, dass das der Stopper wird für meine Karte. Genau, das ginge schon wunderbar. Und hier vorne nehmen wir mal einfach, ich hole mir mal das Blau, warum nicht? Ne? Das Marineblau. Ich deute das nur ein wenig an. Ich würde hier oben Tatsache blau wischen. Jetzt musst du natürlich gucken, du hast die Kanten. Aber die haben da jetzt, das ist einfach in Ordnung, oder? Und dann wird es nach unten immer heller. Ich finde das gar nicht so schlecht mit den Kanten. So, wenn du magst, kannst du dann jetzt noch mehr drauf wischen oder mit dem Gold arbeiten. Hier kommt meine Laterne, würde ich auch ähnlich machen wie dort. Ich überlege, ob ich jetzt mit grün stemple oder grün draufsetze. Ich setze das mal einfach so drauf, um dir den Unterschied zu zeigen. Und einfach auch dich zu inspirieren, einfach auszuprobieren, was du sonst noch so bringen kannst. Und du hast eben die Möglichkeit von 2 Karten und von 2 verschiedenen Karten. Wie viel Zeit haben wir? Ein paar Minuten haben wir noch. Oder? Ist dir das echt zu anstrengend Sonntag? So, dann haben wir hier einen wunderschönen Kreis. Ich würde das einfach mal so probieren, ob ich den da in die Mitte setze und ob das auch ein Licht für meine Laterne sein kann. Ja. Das heißt so, ich mache mal alles runter. Ich würde da, das heißt, hier muss er hin. Dann ist es mal keine Sonne oder kein Mond oder kein Licht am Himmel, sondern das Licht in der Laterne. Und wir gucken uns das gleich mal an, ob du das passend findest. Wenn du jetzt schon keinen Bock mehr hast, hier noch zu gucken, dann verstehe ich das. Dann schau bitte unbedingt spätestens jetzt bei Karin vorbei. Die zeigt auch eine Kartenfalltechnik mit A. Einen haben wir noch. So, jetzt schauen wir uns das einfach mal an, ob das was ist oder nicht. Entscheide du selber. Das ist die Laterne und schau, hier ist das Licht in meiner Laterne drin. Und ich finde schon, das kann man so machen, ne? Das kann man so machen. Doch, doch, doch. Und wenn ich dann nochmal mit meinem Insektenschweif hier oben lang fliege, mache ich auch gleich, wird das echt eine coole Kiste. Okay, so, meine Empfehlung, mach 2 Karten und ich mache jetzt hier aus, weil ich möchte, dass du zu Karin guckst und vielleicht siehst du irgendwo meine Karte, meine zweite, die erste und die zweite Karte. Ich mache jetzt hier einfach weiter und am besten kann ich das, wenn die Kamera aus ist. Also für dich weitere Ideen hier auf meinem YouTube-Kanal und natürlich unbedingt zu unserem Projekt Case, kopiere und teile es, die Kartenidee bei Karin zu meiner Karte, die ich ihr geschickt habe. Bis gleich in meinem nächsten Video oder nachher bei Karin.